Im Nationalrat wurde am Sonntag neue Maßnahmen bekannt gegeben. Es wird halt immer schwieriger und es wird, sagen wir so, diese Schlinge zieht sich immer mehr zu. Restaurants werden ab Dienstag vollständig schließen. Die österreichische Bevölkerung wird aufgefordert, sich selbst zu isolieren, also nur noch Kontakt mit jenen Menschen zu pflegen, mit denen man zusammenlebt. Bereits zuvor war erklärt. Entspannt und voller Vorfreude sitzen wir im Boot am Weg in unser Land Nummer 24, Malaysia. Wir haben sichtlich keine Ahnung, welche Wendungen unser aller Leben in den nächsten Tagen nehmen wird. Voller Optimismus planen wir eine Route durch Malaysia, die uns, wie man hier sieht, einmal quer durch das Landesinnere bis nach Singapur führen soll. Oh. Die ersten Kilometer in Malaysia sind aufregend. Seit langem sind wir wieder in einem muslimisch geprägten Land, von dem wir noch viel zu wenig wissen. Doch dann treffen wir zufällig auf Leo. Er ist hier aufgewachsen und in Malaysia kein unbekannter Radfahrer. Viele hier verfolgen seine Reise via Facebook. Wir beschließen, gemeinsam weiterzufahren. Für uns ist die Begleitung von Leo der ideale Einstieg in das neue Land. Als Local kann er all unsere Fragen beantworten. Er zeigt uns die lokale Küche der in Malaysia lebenden Chinesen. Ohne ihn wäre es gar nicht so einfach, vegetarische Gerichte zu bestellen und die ganze Vielfalt an Geschmäcker kennenzulernen. Die Nacht verbringen wir gemeinsam in einer Feuerwehrstation, tauschen Reisegeschichten und Zukunftsträume aus. Unsere Wege trennen sich am nächsten Tag, denn für uns geht es mit dem Boot weiter nach Georgetown. Leo hat uns richtig neugierig auf Malaysia gemacht und wir sind gespannt, was uns noch alles erwarten wird. Doch bevor wir auf die Insel übersetzen, beschließen wir noch eine Nacht auf dieser Wiese zu campen. Ja, und in der Partyanlage haben wir halt noch geschlafen. Wir haben es zumindest versucht, aber eigentlich so richtig ein Auge zugemacht haben wir nicht. Karaoke bis um 5 in der Früh, halb 5 in der Früh? Nein, halb 4. Wir wollen nicht übertreiben, bis halb 4. Und direkt da bei den Betonteile sind die Jugendlichen gekocht mit ihren Motorradl, haben sie ganz voll aufgetragen. Und ja, so war das. Good morning. Good morning. Ja, alle gut gelaunt da. Wir sind jetzt am Weg zur Fähre nach Georgetown. Ein paar Kilometer sind es noch. Und wir fahren da jetzt auf der Autobahn. Aber für Radfahrer und Läufer gibt es eine eigene Spur. Ein bisschen absurd für uns, vom Gefühl. Aber wieso nicht?
In Georgetown haben wir uns mit Freunden und meinen Eltern getroffen. Eine richtig gute Zeit war das. Doch die schönen Tage sind leicht getrübt. Wie in Europa spitzt sich auch hier die Lage rund um das Coronavirus immer mehr zu. Während meine Eltern einen der letzten regulären Flieger nach Hause erwischen, entscheiden wir uns, weiterzufahren. Auch wenn man aus anderen südostasiatischen Ländern immer mehr Corona-Warnungen hört. Hier in Malaysia ist noch alles wie immer. Noch am selben Abend erreichen wir die Kleinstadt Taiping. Polizei- und Feuerwehrstationen lehnen uns ab und mit viel Glück ergattern wir spät abends doch noch 2 Betten in einem Hostel. Die Stimmung ist langsam angespannt. Die Lage ist jetzt... Also sagen wir so, bis gestern oder vorgestern haben wir nur gedacht, dass wir in Malaysia genau am richtigen Ort sind, weil da war nur bis jetzt die meiste Ruhe. Aber gestern auf Nacht hat die Regierung da auch verkündet, dass das soziale Leben stillgelegt wird. Jetzt wissen wir eigentlich nicht wirklich, was wir machen sollen. Es ist die Lage, man kann es nicht einschätzen, weil man es nicht weiß. In Malaysia sagen uns alle, wir sollten nicht radeln. Jetzt hätten wir da eine Strecke gefunden, oder wir wollten, das haben wir voll geplant gehabt, eine Strecke, die so richtig durchs Nirgendwo geht, wo wir gesagt haben, da können wir schon radeln, weil da ist eh nichts, da müssen wir sowieso unsere eigene Verpflegung mitnehmen. Ja. Da hält uns keiner auf, da sind keine Menschen, aber irgendwie ist halt auch die Überlegung, wenn alles still liegt und wir sind dort mitten im Nirgendwo, was ist, wenn irgendwas passiert? Ein Radlunfall oder so, dann kann es uns passieren, dass du nicht mehr geholt wirst oder dass einfach keiner da ist. Die Rettungen und alles sowieso schon überlastet ist und uns dann nicht auch noch braucht, sozusagen. Ja. Und wir haben jetzt einige Optionen angedacht, was wir machen konnten. Und eine wäre eben jetzt vielleicht da, uns irgendwo eine Wohnung zu mieten und da mal zu bleiben. Eine andere wäre noch schnell an die Ostküste, weil wir da eine Einladung hätten, wo wir bleiben konnten. Eine dritte wäre noch vielleicht jetzt nach Bali schon zu fliegen von Kuala Lumpur, wenn das noch möglich ist. Ja, weil das Indonesien-Visum haben wir. Ja, das haben wir. Die Frage ist, ob Indonesien, ob die jetzt nicht auch schon reagieren anfangen. Und ja, es ist wirklich, die Lage ist verzwickt. Also wir werden uns jetzt irgendwie die nächsten Stunden für was entscheiden müssen. Und ja. In unseren Köpfen geht es rund. Letztlich entscheiden wir uns, mit dem Taxi in die nächstgrößere Stadt Ipoh zu fahren. Wir wollen dort bis auf Weiteres eine Wohnung mieten, um abzuwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt. Wir sitzen jetzt im Taxi in die nächste Stadt. Dort gibt es einfach nur mehr Unterkünfte zum besseren Preis. Wir müssen jetzt was finden, was die nächsten 14 Tage uns aufnimmt, weil die Hotels, die schließen jetzt alle nach der Reihe. Und deswegen muss es eigentlich ein privates Zimmer sein, also irgendeine Airbnb, die uns nicht rausschmeißen. Und also die ganze Welt steht Kopf, inklusive uns. Wir haben jetzt den ganzen Tag herumgetan, jetzt hat sich unser Plan gefühlt minütlich geändert. Wohin fahren wir? Fahren wir nach Georgetown zurück? Dort sind andere Radlfahrer, treffen wir uns mit denen, fahren wir nach Ipoh. Sie schließen alles, die Restaurants haben zu. Es ist einfach nur. Ja, wir hören immer nur, dass alle paniken und ganz schwierig einfach für alle Beteiligten, also für alle. Noch am selben Abend entscheiden wir, dass es wohl keinen Ausweg gibt, außer nach Hause zu fliegen. Mittlerweile ist auch der Fernverkehr lahmgelegt, die malaysischen Maßnahmen sind chaotisch und wir kennen uns in dem ganzen Chaos nicht mehr aus. Über die Online-Plattform Warmshowers kontaktieren wir Said und Emma und bitten die zwei in unserer Verzweiflung um Hilfe. Als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt, holen uns die zwei noch am selben Abend mit ihrem Auto ab und organisieren mit uns Bustickets und Fahrradboxen. Es fehlen uns die Worte und wir könnten heulen vor Dankbarkeit. Hi, my name is Said. You can call me Said. And then this is Emma. I met these guys in WhatsApp because they contact me maybe around warm shower. So now we are in Ipoh. So we help them to find the ticket bus and bike box and fetch him go out from Malaysia because COVID. Thank you.
sind ein paar aufregende Stunden hinter uns. Ja, wirklich. Der gestrige Tag war einfach der Wahnsinn. Gestern war der 17. März und der Premierminister oder wer immer von da hat die ganzen Maßnahmen veröffentlicht, die jetzt wegen dem Coronavirus da eingeführt werden, und die sind ziemlich drastisch. Also, es ist halt wie bei uns in Europa, dass einfach die Grenzen dicht gemacht worden sind. Sogar die Grenzen innerhalb vom Land, also zwischen den Bundesländern, sind quasi dicht gemacht. Du musst eine eigene Permission jetzt organisieren, dass du Bundesländer wechseln kannst. Überhaupt auf den großen Straßen fahren darfst, brauchst du eine Genehmigung. Ja, also die Lage spitzt sich halt immer mehr zu da. Es wird halt immer schwieriger und es wird, sagen wir so, diese Schlinge zieht sich immer mehr zu. Und ja, deshalb haben wir jetzt eigentlich die schwierige Entscheidung getroffen und haben uns dazu entschieden, dass wir jetzt die Heimreise antreten werden. Ja, ich kann es noch gar nicht aussprechen. Also, ja, wir sind aber jetzt schon dabei, dass wir unseren Weg nach Kuala Lumpur machen. Wir haben schon gepackt, wir haben schon das Busticket gekauft und wir schauen, dass wir morgen am Abend den nächsten Flug kriegen. Wenn ich da jetzt auf Continue klicke, dann ist es entschieden, dass wir heimfliegen. Aber es ist nicht sicher, dass wir daheim ankommen. Aber ich denke, okay auch noch. Jetzt geht alles ganz schnell, der Flug ist gebucht, morgen in der Früh. Um 9:40 Uhr morgen, ja. Um 5 Uhr werden wir da vom Taxifahrer abgeholt, der bringt uns dann zum Flughafen und dann geht es nach Maskat. Dort haben wir 12 Stunden Aufenthalt und dann fliegen wir nach London und dann sind wir in Europa. Genau. Los geht's, packen wir die Räder. Jo. Jetzt haben wir seit fast 12 Stunden am Flughafen in Maskat. Wir haben jetzt dann einen Flug nach London und am Sonntag haben wir jetzt dann, also morgen kommen wir an am Samstag und am Sonntag haben wir jetzt dann einen Flug gebucht von London nach Memmingen, das ist in der Nähe von München. Da hätten wir nachher noch 4-5 Stunden im Zug, bis wir daheim sind. In Bayern ist Ausgangssperre. Fraglich, ob unser Grund dringend genug ist, raus zu dürfen. Ja. Keine Ahnung. Wir sind in London. Wir frieren uns da den Arsch ab, es ist so kalt. Ja. Aber jetzt holt uns mein Bruder ab, der wohnt in London und da bleiben wir jetzt für eine Nacht.
Jetzt haben wir den Zug Nummer 2 und es ist Der letzte Zug jetzt. der letzte Zug. Ja, Der geht jetzt an die Grenze und wir wohnen Gott sei Dank nicht weit weg. Ja. nicht weit weg an der deutschen Grenze. Das heißt, wir fahren die letzten, was sind es, 15 Kilometer. Ungefähr. Die letzten 15 Kilometer fahren wir dann nur mit dem Radl. Und dann überkommen uns die Emotionen. 616 Tage waren wir mit den Rädern unterwegs und von einem Tag auf den anderen ist alles vorbei. 20 Monate lang haben wir versucht, uns unseren Traum zu erfüllen und mit den Fahrrädern von Salzburg bis Neuseeland zu fahren. Was haben wir nur alles erlebt? Wie viele schöne Erinnerungen wir sammeln konnten. All die verschiedenen Landschaften, die wir mit den Rädern durchquerten. Von Wüsten bis zu den mächtigsten Gebirgszügen der Welt. Die Veränderungen der Natur so hautnah zu spüren, den Wechsel der Jahreszeiten zu fühlen und mit dem Rhythmus der Sonne zu leben.